Ist der Typ jetzt normal? Ah ja, da unten ist er ja. Hallo. Ich dachte, weil er doch meinte, er hat irgendwen auf dem Dachboden gehört. Aber vielleicht kommt es noch. Sherlock Holmes, isn't it? I was looking for you. Good day. With whom do I have the pleasure of speaking? You can call me your new game. The rules are simple. I have something for you, but you alone must work out what that is. And that something is my prize, I suppose? You're a fast learner, sir. Hat der... Warum ist er da oben so pink? Da oben, guck mal da. Rosa Farbe in den Haaren. Okay. Ich dachte erst wie bei meinem Stern, dass es eigentlich rot sein soll. Blut, aber es ist wirklich pink. Okay. Und eine Schlägerei. Halt und abgetragen. Okay. Keine Spuren für körperliche Arbeit. Du meinst, er ist also vielleicht kein Matrose? Okay, ein Mann in Matrosenuniform suchte mich auf und teilte mir mit, dass er mein neues Spiel sei. Seine Hände zeigen keine Spuren regelmäßiger körperlicher Arbeit, keine Schwielen, keine Hornhaut. Doch aufgrund der alten, zerschlissenen Uniform, die er trägt, gehe ich davon aus, dass er noch als Matrose im Dienst ist. In seinem Haar ist ein rosafarbener Klecks, was die Vermutung nahelegt, dass er auf irgendeine Weise mit der Kunstwelt zu tun hat. Ist es dieser komische Typ? Angesichts der kleinen quadratischen Objekts in der Tasche des Mannes folgere ich, dass der eigentliche Grund für seinen Besuch daran besteht, mich zu seiner Kunstausstellung einzuladen. Ich glaube eher das, oder? Ein Mann in Matrosenuniform suchte mich auf und teilte mir mit, dass er immer... Seine Hände zeigen keine Spuren regelmäßiger körperlicher Arbeit, keine Schwielen. Dies widerspricht jedoch seinem Auftreten als Matrose. Nur sehr wenige Künstler kennen meinen Namen oder wissen, wo sie mich finden können. Von daher ist Werner Vogel eine nächste Wahl für den Spielleiter. Ich sag doch, dieser komische Typ. Angesichts des quadratischen Objekts in der Tasche des falschen Matrosen folgere ich, dass er ein Angestellter von Mr. Vogels Kunstgalerie ist. Der eigentliche Grund für seinen Besuch darin besteht, mir eine Einladung zu überreichen. Ja. I cannot believe that Mr. Vogel has somehow successfully called my attention to his gallery. You're here with an invitation to visit it, obviously. My word, you are fast, Mr. Holmes. Could you explain how you came to that conclusion? Of course. Explanations are my favorite part of any conversation. Hands without any sign of regular physical activity, in contradiction to one who would most usually wear such a uniform. The paint in your hair is pink. I don't know of any military service that paints their ships pink, unless they have launched a new fashionable fleet. A sailor with the soul of an artist? I would suggest rather a gallery employee disguised as a sailor to mislead me. How many artists on the island know where I live and of my passion for deduction? Werner Vogel is clearly at the top of the list. And you've been attempting to conceal something square-shaped within your pocket. An invitation, I suppose. An invitation to Mr. Vogel's gallery. That was remarkable, Mr. Holmes. Mr. Vogel was right about your genius. I think he may have even underestimated you. This is your invitation. Please tell Mr. Vogel that the seed has been planted. He asked me to tell you to do so, if you win this little game. Farewell. Ich finde es ja witzig, dass die so viele deutsche Namen haben. Werner Vogel, Otto Richter und die das alle halt nicht so gut aussprechen können. Ich frage mich, ob Werner Vogel so ein Widersacher von uns ist. So wie Moriarty. Ich kenne Sherlock Holmes nicht gut genug dafür, dass ich das jetzt wüsste. Also, mein lieber Sherlock Holmes, wie Sie ohne Zweifel bereits herausgefunden haben dürften, möchte ich Sie zu meiner Kunstausstellung einladen. Dabei geht es mir allerdings nicht nur darum, dass Sie sich an der Schönheit der Werke erfreuen können. Vielmehr benötige ich Ihre genialen Fähigkeiten. Die Galerie befindet sich in der Karawanserei an der Kreuzung Bazaar Road und Hermes Avenue in der Altstadt. Ihr treuer Freund BV. Gut. Wir wissen ja schon, wie die ist. Wir waren da schon mal, sind da nicht reingekommen. Aber jetzt geht's. Sorge dafür, dass Sherry mich nicht ignoriert, sonst werde ich traurig. Okay. Vielleicht ist es so, wenn wir so viel wie möglich mit Johns extra Spielchen, Quests gemacht haben, dass dann die Wahrscheinlichkeit höher ist am Ende, dass er vielleicht bleibt. Ich will ihn nicht verlieren. Kniff. So, genau, das war hier ab, da, Altstadt, Karawanserei. Boah, die sind wahrscheinlich gleich, ne? Das oder das. Warte, wir können ja da noch hingehen. Dann gehen wir mal da. Und dann können wir das da direkt benutzen. Und neue Sachen kaufen. Stimmt, jetzt habe ich die gar nicht angeguckt. Naja.
Haben wir ja jetzt gerade noch nicht gebraucht in der Villa. Wahrscheinlich der Spiegel war mit dabei, was wir gekauft haben, aber die anderen Sachen sehen wir bestimmt auch noch. Gut. Nice affordable Oriental clothes. rugs at a Step good right price. Merhaba. It's a good day for a purchase. Okay. May your purchase bring you joy. Gut. Jetzt wollen wir dahin. Ich weiß nicht, ob es dafür Tag werden muss. Come, come. Decorate your house. Aber das sehen wir dann ja. Entschuldigung. Das hier ist doch die Karawanserei, ne? Jetzt können wir da rein. Das ist so wie so eine, wie so ein Kaufhaus vielleicht, wo er eine Galerie mit drin hat. Tick, tock, tick. Die Uhrzeit geht sogar voran. Stimmt das denn mit dem überein, wie spät es gerade ist? Sieht man das irgendwo? Da. 5:14 Uhr. Ja, das hat ja perfekt gepasst. Krass, krass. Was ist mit diesem Blatt da los? Mit dem ganzen Ast. Seht ihr das? Hat sich gerade übelst bewegt von dieser Palme. Gut. Wenn wir bei 5:30 Uhr. 5:29 Uhr, das ist ja mega cool. Oder nicht? Ich finde das ja mega cool gemacht. Mr. Holmes, you came. Oh, how kind. Though now, of course, I realize it is because of my game, not the works on display. It needn't be one or the other. Your man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific. I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve. A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible. What about this intrusion? What happened? Last night, I was about to leave the gallery when I heard a noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. Cool gemacht, ne? Von der Perspektive her. Und ich finde, es schreit alles danach, dass er unser großer Widersacher ist. And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh, no. It's an exclusive exhibition of eccentric pieces. Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see. Hey. Na dann. Haben wir hier noch was sogar? Ah ja. Er ist krank, meine Mutter könnte erblich bedingt sein, womöglich bin ich auch davon betroffen. Oh, wegen John. Okay. Was?
Keine Hinweise. Okay, danke. Okay. Nachdem ich mich an den Morgen des Tages erinnert hatte, an dem meine Mutter verstorben war, fühlte sich John unwohl. Seine Reaktion hat mich verstört. Wir machen jetzt das hier. I wish I could show you the gallery under different circumstances, but life is beautiful in its unpredictability, isn't it? Seine Brille ist halt richtig fancy, ne? Die ist schon fancy. Das Grab eines Selbstmordopfers. Der gelbe Christus. Mhm. Uns überall umgucken. Wir machen jetzt erstmal einen schönen Museumsbesuch, ja? Liebe und Schmerz. Und Munch. Oh. Oder Munk. Ja. Ich weiß. Okay, was haben wir hier? Schutzgeist der Gewässer. Interessant. Ist wahrscheinlich irgendeine Nymphe. Vielleicht mit dem Fisch. Papst Formosus und Stephan der 14. Ja. Gucken wir uns alles an. Die Erscheinung. Einfach so ein schwebender Kopf. Okay. Creepy. You sure you don't like art, Sherry? John, was machst du da? Hä? Was machst du da schon wieder? You sure you don't like art, Sherry? Die Pflanze verdeckt irgendwie nicht... Hallo? Wow, ich komme nicht an John vorbei. Der imaginär ist. Okay. Die Pflanze. Der Ursprung der Welt. Ja, die Pflanze. Ah, so sieht man sogar was. Krass, okay. Soll die Pflanze das hier so ein bisschen... ja, jugendgerecht erscheinen lassen, oder wie? Vorliegend von hinten. Okay. Ah, guck mal, da war es wieder mein Gähnen. Hier, genau, hier ist die Galerie vorne. Mittagessen auf dem Gras. Nennt man auch Picknick. Und natürlich, die Herren sind ne, komplett angezogen und die Dame regelt sich da nackt. Ist so. So, was haben wir hier? Irgendeinen Kelch. Oh, okay. Geht das? Achso, da haben wir keine Beschreibung, ne? Geht es jetzt hier? Ah, da geht es wahrscheinlich nach unten. Gut. Was? Ich laufe nochmal kurz auf die andere Seite. War auch eine Tür. Ach, hier können wir gar nicht rein. Okay. Noch so ein kleiner Salon oder so. Oh, ich war auch schon lange nicht mehr in dem Museum, ne? Oh, ne, ich will nach unten. Könnte ich auch mal wieder machen. Raum AC Swinburne. Back home, we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. The fuck? Ew. Warum? Warum? A simplistic attempt at provocation. Ich hasse sowas. Ugh. Der Raum IJ Franco. Oh, okay. Closed with a metal bolt. Kratzer, frisch, Magnetspäne. Okay. Uhr. Footprints. Size 9.5. Der ist doch nicht durch den Kamin gekommen. Okay. Eine Schaufel. Old and hasn't been used for a long time.
Okay. Wie viel sind 29 Zoll? Jetzt kann man es theoretisch. Und 24 The Zoll. left step's length is shorter than the right. It indicates that the walker was lame. Okay. A true artist never shows an unfinished piece. Ach so, ah. Das ist einfach nur verdeckt. Ich dachte, das hier ist alles so Kunst. In Kinky oder so. Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness unbroken, John. A handprint of the thing from another world. But it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Oh, kaputt. Okay. So, ja, das haben wir alles schön. Wurde das etwa im Sarg nach unten getragen? Das da kenne ich. Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. Warum denn? Caspar David Friedrich. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das Gemälde heißt. Aber ist auf jeden Fall sehr bekannt. Oh, da hinten kommt wieder was Ekliges. Ich hasse es. Warum? Yeah. Pilze. Parasites of creativity. Or just a reflection of the artist's recreational interests. Mhm. Ich glaube ja. Ew. Ich glaube, das ist auch relativ Saturn bekannt. devouring his son. Oh, grim composition. Unflinching in its ferocity, yet somehow beautiful. Nee. Nee. Ich mag solche Gemälde nicht. Bacon mag ich auch gar nicht, deswegen. Raum O. Wilde. Oh, Oscar Wilde, vielleicht. War das andere dann auch irgendwie vielleicht Schriftsteller oder Persönlichkeiten? Ugh, Häng ich mir uns sheer auf. vandalism. Only an ignorant person could do such a thing. Mal. A Malpalbut. A Malpalbut. Achso, nee, ich will da. Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal moustache. Okay. Eher schwache Kette. Für Gemälde. Okay, dann gucken wir mal. Aha. Im AC-Raum fanden wir einen Sarg. Darin liegt ein Skelett, das ein wenig bewegt wurde. Auf dem Sargdeckel ist jemand einen Handabdruck aus Kohle. Ich frage mich, ob ich mir das wieder aufschreiben sollte. In meiner 5K-Wohnung hänge ich mir das. Mach mal. In deinem Schrank unter der Treppe, ne? Die Tür einer Kohlenrutsche im I.J. Franco-Raum ist mit einem Riegel aus Metall verschlossen. Auf der Innenseite der Tür fanden wir da frische Kratzer mit Magnetspänen. Ja, da kann man das, ne, auf- und zumachen. In der Rutsche selbst hinterließ man mehrere Schuhabdrücke. Auf dem Boden von Franco Schuhabdrücke aus Kohle. Aber sind die Schritte mit dem linken Fuß kürzer, mit dem rechten Fuß, warum er hinkt. Und im Wilde-Raum wurden alle Gemälde abgehängt. Auf dem Boden befindet sich Asche. Aber auch ein leerer Bilderrahmen. In der Nähe davon fanden wir einen Malpal. Okay. Ich hoffe, ich kann mir das alles merken.
Okay, dann machen wir mal unseren Gedankenpalast. Na, wie lief DBD Goodie? Wie lief's? Nee, die wurde lange nicht benutzt. Was? Ah. Aber er hat gesagt, die Schaufel wurde lange nicht benutzt. Ich gucke das nochmal nach. Dann wäre das ja so, dass Werner das inszeniert hat. Old and hasn't been used for a long time. Hook hasn't been used for a long time. Wurde lange nicht mehr benutzt. Das hat jemand mit einem Magnet halt den Riegel aufgemacht. Warum gibt es nur die zwei Auswahlmöglichkeiten? Es muss das sein. Verrückt. Okay. Entschuldigung. Okay. Ich denke mal, dass das jetzt Werner ist, oder? Das ist jetzt hier unsere Lösung. Ja, okay, es gibt immer die zwei Möglichkeiten. Dann war das wohl der Werner selber, wa? Okay. You're not even trying, Sherry. Concentrate. Okay, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sagen wir doch nicht, es ist der Werner. Oder habe ich nur was vergessen? Aber es war nicht die Schaufel. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wild's room, but the vandalism was a cover for the theft. Mist. Okay, schade. Wäre cool gewesen, wenn es einfach Werner gewesen wäre. Das Geräusch hat der Eindringling verursacht, der über den Kohlrutsch in den Keller gelangt war. Er wartete, bis Mr. Vogel die Karawanserei verlassen hatte, begann dann mit seinem Vandalismus. Er hängte dabei die Gemälde in Oval des Raum ab und verbrannte sie. Gut.
Gehen wir mal wieder hoch, oder? The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? Extravagant paintings have been left to rot in a basement. A commentary on decay and the crumbling of society, correct? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I Ich struggle auch ein Gefühl, ne? to maintain even a whit of interest in art. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. Mr. Vogel, I have confirmed that the intruder was an average-sized, flexible Malpal smoker with a limp. As it happens, the vandalism was a cover. The true intent was to steal a painting without your knowledge. The fact is, one of the pieces from the Wild Room is not in the wreckage. What? That is extraordinary. This thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My. Your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. What was depicted in the piece? A bound woman, wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that Also wir life, sind for hier better or ab worse, 18, contains. ne? 18 plus, bitte. See. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. Well, I believe I have enough to begin.
Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly Ich hab das has... vergessen. I'm delighted to have been able to please a friend. Okay. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. So, jetzt. Ich habe vergessen, mal wieder Dinge umzustellen. Es tut mir leid. Sherlock Holmes Chapter 1. So, damit die Leute natürlich auch wissen, was wir hier machen. So. So, wir können mal kurz speichern. Einfach so.